Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag so an Infos für uns mitgibt. Ich habe heute die Karten von Sven und wir probieren mal ein bisschen was anderes aus. Ich ziehe mal. So, schauen wir. Ja, was hier liegt, das ist sozusagen der Wert der Freundschaft, ne? Ich habe hier tatsächlich Personen in der Mitte, die unser Leben bereichern, die uns da auffangen, wo wir Verluste haben. Hier sind die Geschenksenergien ganz vorne mit dabei, ne? Das kann jetzt hier auch bedeuten, dass wir Wahlfamilie haben, dass wir den Wert erkennen von diesen Personen, dass wir unterstützt sind bei verstrickten Wegen. Es kann hier auch sein, dass man, ich sage mal, eine Hinterlassenschaft hat, bei der wir alle profitieren, ne? Das kann eine gute Situation sein, ein finanzielles Glück, gute Nachrichten, Unterstützung, das Teilen eines Gewinns für alle sozusagen. Also echt spannend. Hier ist sozusagen, ja, wie nenne ich das? Der Mehrwert von allem angesprochen. Hier liegt nicht viel, außer die Schatztruhe, die für jeden etwas anderes ist, was uns bereichern kann. Hier sind Menschen, ne? Hier sind Menschen, die sich gegenseitig Gutes tun, die gute Gespräche führen, die anderen was von sich geben, ohne etwas zurückverlangen, die Bedingungslosigkeit. Und hier kann man tatsächlich erkennen, es sind so genesende Faktoren, was man in Zukunft weglassen kann und eben was nicht. Die Energie ist so, dass man hier sehr viel aufklärt in sich selber. Man erkennt den Wert von Beziehungen. Man versteht, was im Leben wirklich wichtig ist oder wo wir uns auch von Weltlichem sehr in die Irre leiten lassen. Man versteht vielleicht auch, wo man selber einen Konflikt mit dem Thema Liebe, Geliebtsein, Fülle hat. Ich rede jetzt von emotionaler Fülle, denn hier ist die Liebe mitgefallen, die hier mit dem Schamanen drauf natürlich sowas wie eine Wunde heilen auf diesem Bereich mitgibt. Und kein Geld der Welt schafft es, ne? Hier finden wir ein Schlupfloch auf einem kurzen Weg, uns von irgendwelchen lästigen Situationen zu befreien. Guckt mal hier in dieser Ebene. Das ist so bezeichnend, ne? Hier ist die Kiste voll. Man fühlt sich glücklich, man kann aus dem Vollen schöpfen. Hier ist das Pendant dazu. Hier ist die Kiste leer. Und so fühlen wir uns vielleicht auch, wir erkennen auch mehr, dass da der schöne Schein ist, aber auch sonst nichts dahinter steckt. Und hier liegen diese Faktoren drauf, die uns Wachstum bringen, wo wir eben sehen, du kannst dich vom Schein blenden lassen. Diese Kiste, die steht auf dünnem Eis, die bricht bald ein. Da brauche ich, glaube ich, nicht so sehr viel dazu sagen, ne? So, was kriegen wir hier noch mit?
Ja, das passt auch wunderbar. Hier ist ein Neuanfang, der leuchtende Sonnenaufgang. Das ist ein Zeichen der Hoffnung, den wir jeden Morgen neu erleben dürfen. Hier ist spirituelles Erwachen. Wir haben ja hier den Schamanen sehr zentral. Hier ist gute Energie, hier ist Wiedergeburt, Rückkehr von Licht, Beginn eines neuen Zykluses. Und die Karte sagt ganz einfach, dein Leben gedeiht auf vielerlei wundersame Art und Weise. Hier sind viele neue Erlebnisse, Möglichkeiten, die wir ergreifen können. Wir sollen den Tag nutzen, ein guter Augenblick, um neue Sachen zu starten, junge Ideen. Hier ist auch Timing wichtig, ne? Hier ist eine große Selbsterkenntnis, von was kannst du runterbeißen im Alltag und wo brichst du ein, wo baust du auf dünnes Eis. Es ist alles möglich, an diesen Punkt, an die wahre Fülle des Lebens zu kommen. Und vor allem ist das Schöne, wir können unser eigenes wahres Selbst wieder mehr strahlen lassen. Hier ist das Schlupfloch. Ne? Wir verabschieden uns von Themen oder Dingen oder Energien oder Situationen, die uns nicht nähren. Guckt mal, als wenn es nicht besser passen würde. Hier haben wir noch die vielen Personen. Hier kommt die Linde, Gemeinschaft macht stark. Hier sind Menschen, die uns bereichern, neue Begegnungen, irgendwie Leute, die auch Frieden bringen, uns selbst oder Themen, Menschen, die wie ein Geschenk sind. Und hier sind sehr viele Gefühle. Und wir kommen irgendwie zu diesem Punkt zurück, wo wir dem Fluss des Lebens mehr vertrauen können, wo unsere Gefühle frei fließen. Möglicherweise spürt man auch wieder sowas wie eine Situation, wo du Menschen triffst, an die hast du nicht mehr geglaubt oder du hast dich getrennt von denen gefühlt oder enttäuscht oder verletzt oder auch zurückgezogen. Ne? Und wenn du dich hier verabschiedet hast, hast du hier den Weg frei gemacht für etwas, was wirklich auch zu uns gehört und etwas, das in uns eine Emotion auslöst wie ein Geschenk. Denn wenn man Menschen findet, die wie ein Geschenk sind, das kannst du nicht mit Geld bezahlen. Nutze deine Zeit, das hatten wir hier auch, ne? Richte deine Aufmerksamkeit nicht auf die Vergangenheit, sondern auf den Moment. Zeit lässt sich nicht zurückholen. Nutze sie jeden Tag. Natürlich auch der kleine Hinweis, dass wir uns jeden Tag auch neu auf die ausrichten, auf die wir bauen können. Für viele ist es auch wichtig, dass man ihnen ein Ohr schenkt, dass man mal zuhört. Das alles kostet nichts, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.